Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, eingangs wollte ich euch mal was ganz Lustiges zeigen. Ich hatte mal in der Ehrenhalle geguckt, ob der Speed-Server auch hier vertreten ist, also in der internationalen Ehrenhalle. Und also hier sind ja, im Prinzip sind hier ja alle Server drauf, so, ne? Und ich hatte auch gesehen gehabt, dass auch der letzte Speed-Server, dieser Speed 17 Server oder wie der hieß, wie die Adresse hieß, der war damals hier auch ganz unten mit am Start gewesen. Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch da ist oder ob jetzt nur noch der neue hier am Start ist, aber ich wollte euch mal das zeigen, weil das Ganze hier nämlich nicht ganz so richtig aussieht. Ja, wir haben hier so eine komischen chinesischen Zeichen. Ja, das ist der Speed-Server, das ist die Adresse, speed.sfgame.net und das Level, ja, also ich glaube, falls jemand dieses Level mal eines Tages erreichen sollte, also ich glaube, bis dahin ist schon die Erde dreimal irgendwie hops gegangen. Ja, das ist utopisch, ne? Also keine Ahnung, irgendein komischer Bug oder sowas, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man sich den Kampf anguckt, das ist noch lustiger, dann müsst ihr euch mal die Stat-Punkte hier reinziehen, Alter. Holy shit, Junge, das ist mal richtig heftig, ey. Vor allen Dingen bin ich hier auch drin, ja. Keine Ahnung, warum ich hier gerade abgebildet bin, ob da jeder für sich selbst abgebildet ist, ne? Oder ob jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, dadurch irgendwelche komischen Umstände jetzt da mein Gesicht zu sehen ist. Auf jeden Fall, die Stat-Punkte und das Leben ist unglaublich heftig. Wir werden uns das morgen nochmal reinziehen zum Start des Videos, denn ja, leider habe ich den Kampf jetzt verloren. Ich hätte mir den auch speichern können mal. Also hätte ich nicht runterscrollen müssen. Lul. Leider haben wir den Kampf verloren. Aber ich würde gerne mal sehen, wenn ich mit den Stats hier mal einen Hit raushaue. So. Das wäre ultra krass. Also es sieht so aus, als ob wir... den Kampf jetzt gespeichert hier oder nicht? Er hat doch gespeichert den Kampf. Ne? Er muss doch jetzt hier drin sein. Oder wie sieht das aus? Es sieht so aus, als ob wir... Ja, keine Ahnung, trotz des vielen Lebens einfach One-Hits sind, egal was passiert so. Ich meine, wir haben 0 Leben, aber falls wir mal Erster dran sein sollten und einen Hit austeilen, dann möchte ich mal gerne sehen, was da für einen Schaden zusammenkommt. Wir machen mal einen Kampf einfach. Mal schauen, wir haben hier sogar noch einen offen, da kriegen wir noch Erfahrung für. Mal gucken, ist das jetzt gespeichert? Nö. Ja, vielleicht lassen sich die Kämpfe auch nicht speichern, keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall ziemlich lustig. Ich finde es... muss ich sagen, im Vorhinein sowieso befremdlich, warum man den Speed-Server in die internationale Ehrenhalle mit reinpacken sollte. Keine Ahnung, das werden die wahrscheinlich nicht mit Absicht gemacht haben. Ich denke mal, das ist so ein automatisierter Prozess oder so. Denke ich mal einfach, weiß ich nicht ganz genau, in dem einfach alle neu erschienenen Server nach einer bestimmten Zeit da in der eHof einfach auftauchen, ja. Aber ist ja schon irgendwie, also der Server steht ja schon außerhalb der Konkurrenz, den darf man ja so eigentlich gar nicht mitzählen, ne? Da der ja eben ein Speed-Server ist und kein normaler Server, ne? Ist klar. Ja, trotzdem auf jeden Fall ganz lustig mal mit anzuschauen. Morgen werden wir uns mal den Kampf anschauen. Ich hoffe mal, dass wir morgen dann mal einen Hit raushauen oder so, damit wir mal sehen, wie viel Schaden wir da tatsächlich dann anrichten können. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da angreifen können oder was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich es mal lustig, euch die ganzen Stat-Punkte und so mal zu zeigen. Ja, genau, so sieht das Ganze aus. Ja, Soldaten habe ich hier ausgebaut, weil ich hatte heute schon die Daily Quest schon abgeholt gehabt. Und ja, da war halt eben das Ding gewesen, dass ich Festungsangriffe machen sollte und die habe ich natürlich dann auch gemacht. Genau, und jetzt werde ich hier nachher gleich meine Alu runterzocken. So, mal gucken, ob die Hexe heute gnädig ist. Ich hebe hier schon seit ein paar Tagen schon wieder hier ganz viele Sachen auf. Aber die wollen verflixt und zugenäht, wollen die nicht rankommen. Ja, ist ja auch nicht so, dass ich mir nur eine Sache aufhebe. Ich hebe mir ja ein paar mehr Sachen auf, damit die Chancen ein bisschen gespreadet sind. Ne? Damit ja, die vielleicht höher sind und wir... ein bisschen mehr Chancen haben, da mal ein paar Items abzugeben.
Und ja, deswegen. So, wir gehen mal in den Würfelspieler rein. Mal schauen, was der so für uns bereithält. Vielleicht haben wir heute ein bisschen Glück hier. Ja, wie ihr natürlich schon unschwer erkennen konntet, heute mal wieder auf dem Main. Den habe ich ja schon jetzt längere Zeit nicht mehr hier auf YouTube in den Videos gebracht. Hat natürlich auch seinen Grund. Ich würde ihn natürlich sehr gerne öfter zeigen. Ich weiß bloß nicht, in welchem Zusammenhang ich meinen, oder diesen High-End-Char, mehr oder weniger, euch noch präsentieren soll, weil, ja, bis vor W50 gab es fast jeden Tag ein Video von dem Account hier. Und da habe ich schon wirklich sehr viel rausgeschöpft. Jetzt fehlt es mir so wirklich langsam an den Kapazitäten, noch weitere Videos oder Projekte mit dem Account hier zu vollenden. Ich bin nach wie vor natürlich immer noch auf der Reise in die dauerhafte internationale Ehrenhalle, ne? Da wir ja hier alle auf S31 alle das gleiche Problem haben, und zwar, dass wir alle diesen Goldgruben-Bug hier nicht ausnutzen können, sind wir natürlich auch alle auf unseren Server 31 selbst gleichberechtigt, so, ne? Da kann sich jetzt keiner einen Vor- oder Nachteil verschaffen. Aber in der internationalen Ehrenhalle sind wir natürlich allen anderen Leuten, die von diesem Bug-Feature profitieren können, sind wir natürlich, ja, ein bisschen abgeschlagen außerhalb der Konkurrenz, so, ne? Und das ist ja eigentlich mein Hauptanliegen, sag ich mal. Ich möchte nicht irgendwie, also klar, ich möchte der Beste auf meinem Server werden, das ist aber nur ein Zwischenschritt so für mich, ne? Ich hatte euch ja mal gesagt gehabt, Shakes & Fidget besteht für mich aus vielen kleinen Stepstones, sag ich mal, aus vielen kleinen Zusammenhängen, und man muss sich von Ziel zu Ziel neu motivieren, damit man auch nach Jahrzehnten oder nach Jahren, sagen wir mal, auch immer noch die Motivation fasst, hier weiter beständig spielen zu können. Ja, dass man auch einen Anreiz irgendwie hat, was zu spielen, weil was bringt es einen hier, die Alu runter zu klickern? Wofür macht man das eigentlich so, ist die Frage, ne? Und manche nehmen sich natürlich als Hauptziele so große Levelziele, so Stufe 600 jetzt als Beispiel, oder die nächsten Dungeon-Etagen besiegen, was ja auch schon ziemlich rar gesät ist, ne? Bei mir hier, das dauert ja auch wirklich Monate, bis da mal jemand fällt, ne? Ein Level machen wir alle 20 Tage, außerhalb vom Kalender natürlich, ne? Und der nächste kleine Zwischenstep ist hier die 585, so, dann sind es noch 15 Level bis Stufe 600, das ist sehr nice, ne? Die 150k auf Ausdauer will ich als nächstes knacken, dann auf 250k Intelligenz gehen, und das sind alles so eine kleinen Sachen, und der Zwischenstep zu Rang 1 hier auf dem Server ist natürlich auch eine Sache, die ich immer noch weiterhin verfolge, die ich natürlich auch immer noch weiterhin sehr ernst nehme und dahingehend dann halt auch angreifen möchte, ne? Aber das ist halt eben nur der Zwischenschritt zur internationalen Ehrenhalle, wo ich dann ja auf lange Sicht dann auch ein bisschen hoch möchte, so, ne? Also das Ding ist, meistens komme ich nicht mal in die internationale Ehrenhalle, weil meistens sind um 18 Uhr immer die Entscheidungskämpfe, um sich hier für die IHOF nächsten Tag registrieren zu können, und um 18 Uhr bin ich meistens nicht da, und da werde ich immer vom Sir Webster weggesniped, was auch in Ordnung ist, weil er momentan noch eben stärker ist als ich, das heißt, er vertritt unseren Server besser als ich in der internationalen Ehrenhalle, also von daher alles cool. Aber eines Tages möchte ich dann mal hier stehen und den Server vertreten, denn so, und mit S31 dann weiter hier hochrushen, so gut es dann eben geht, ne? Das ist halt immer die Frage, so, was erreicht man, wie viel Zeit muss man noch investieren. Das geht natürlich nicht, wenn alle anderen Leute hier vor mir dieses Goldminen-Bug-Feature nutzen können, außer unser Server S31, unser Problemkind hier, ne? Das hilft mir natürlich eben nicht dabei, und genauso werden wir natürlich auch von Leuten hier unter weiterhin überholt werden, die auch davon nutzen können. Deswegen hoffe ich mal, dass in naher Zukunft dann auch dieses Feature irgendwie behoben wird oder angepasst wird auf jeden Fall, ne?
Ja, genau. Es wurde schon einiges spekuliert darüber, dass auf S31, ja, es läuft ja über dieselbe Hardware wohl wie der Speed-Server, dass schon hier das neue Backend schon aufgespielt worden ist und ja, das in naher Zukunft eventuell auch auf alle anderen Server erfolgen könnte. Dementsprechend, dass dann alle dann das neue Update drauf haben und dann keiner mehr von diesem Feature profitieren kann und dann wieder ein fairer Wettkampf gegeben ist, so, ne? Weil ich möchte nicht wissen, dieses Feature gibt es halt schon Ewigkeiten lange so, und deswegen ist es halt, ja, es war halt immer offiziell gewesen so, ne? Es war halt immer offiziell gewesen und das Ding ist aber, es wurde halt nie öffentlich irgendwie von Player Games so krass kommuniziert, dass man das nutzen kann. Das war mehr so irgendwie, ja, weggeschoben in die Ecke und so, ja, kam es halt dazu, dass halt so wenig Leute davon Bescheid wussten. Und die halt Bescheid wussten, die haben halt richtig krasse Stats gemacht in der Zeit, so, ne? Genau, ja, jetzt, wo das Ganze aber ein bisschen mehr Aufsehen erregt hat, denke ich mal, so das ganze Thema, könnte es auch sein, dass bald das Ganze auch, ja, behoben wird. So, ne? Ja, gut. Ich werde auf jeden Fall erstmal noch weiter hier gechillt meine Alu runterklickern. Da muss ich euch dann jetzt nicht weiter mit ja, hier zusülzen. Ne? Ansonsten war es das soweit von mir, von diesem Video. Falls euch gefallen hat, lasst wie immer gerne eine Bewertung, Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen bin ich gespannt, ob wir denn hier auf dem Speed-Server einen Angriff rauskriegen. Ja, mal schauen, wie es dann aussieht hier mit den Stats und bin ich sehr gespannt. Ja, ist schon lustig auf jeden Fall. Gut, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.